In einer Welt voller Schauspieler sind echte Menschen oft die Verlierer. Selbst schuld, sagen sie. Aber wer hat dir all das vorher verschwiegen? Wer hat dir diese Welt mit Hochglanzbroschüren verkauft und dann die Tür zugeschlagen, als du drin warst? Sie reden von freiem Willen. Doch was, wenn du von Anfang an belogen wurdest? Hemingway schrieb einmal: Es gibt keine Regeln, wie man schreibt. Manchmal fließt es leicht und manchmal ist es, wie wenn man einen Felsen bohrt. Genauso war es bei mir. Ich fing an zu schreiben, strich alles wieder durch, begann von Neuem, wieder und wieder. Manchmal war ich im Fluss. Meistens aber war es ein Kampf, denn jedes Wort, das ich dir hier sage, holte in mir oft schlechte Erinnerungen hoch und Gefühle, die ich glaubte schon längst vergessen zu haben. Verletzungen, Ausgrenzung, Spott und das über Jahre. Und zudem das, was sie meinen Kindern angetan haben. Meine Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit, inspiriert von Hiob. Doch im Gegensatz zu den Geschichten in den Zeitschriften der Zeugen Jehovas wird meine Geschichte nicht erzählt. Nein, Geschichten wie meine oder ähnliche werden bewusst verschwiegen. Denn was nicht ins Bild passt, kehrt man lieber unter den Teppich. Die Folgen: Zweifel, Frust, Depressionen. Menschen, die durch das Raster fallen, haben sogar einen Namen bei den Zeugen Jehovas. Man nennt sie hinter vorgehaltener Hand glaubensschwache Brüder oder Randschwimmer. Aber ehrlich gesagt, da ist nichts Lustiges dran. Vielleicht bist du einer, vielleicht warst du einer. Dann hör dir meine Geschichte an und nimm mit für dich, was du brauchst. Ich war in vielen Versammlungen, in unterschiedlichen Bundesländern. Ich habe viel gesehen und noch mehr erlebt. Aber eines kann ich jetzt schon sagen. Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Versammlungen. Diejenigen, die als glaubensschwach gelten, hören das selten direkt. Meist nur hinter vorgehaltener Hand. Aber man erkennt es am Verhalten der anderen. Vor allem an jenen, die sich im Mittelpunkt der Versammlung befinden. Man spürt es an ihren Blicken, wenn sie in kleinen Gruppen zusammenstehen, vor oder nach der Versammlung. Besonders unangenehm wird es, wenn man sich endlich überwunden hat und mal wieder zum Predigtdienst kommt. Man möchte sich spontan verabreden, aber plötzlich hat keine der Schwestern Zeit. Ihre Kalender sind auf Wochen hinaus ausgebucht und man bleibt zurück, auf eine eigenartige, unangenehm berührte Weise. Verstehst du jetzt besser, was mit dem Ausdruck Randschwimmer oder Grenzgänger gemeint ist? Nie in der Mitte, immer nur am Rand. Wenn man sogar bei Feiern nicht eingeladen wird, obwohl sich die eigenen Kinder vielleicht gefreut hätten. Bestimmte Brüder organisieren solche Feiern. Einige wissen davon, aber du nicht. Keiner hat mit dir gesprochen, dich eingeladen, dir auch nur einen kleinen Handzettel gegeben. Und dann, eine Woche später, hörst du, wie sich einige Schwestern darüber unterhalten, wie schön es war, wie toll die Kinder Fußball gespielt haben, wie die Erwachsenen gegrillt haben. Aber ich war, wieder einmal, nicht dabei. Hat überhaupt einer von diesen superfeinen Zeugen Jehovas, und damit meine ich nicht einmal die Ältesten, eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu sein? Ist das die freundliche, christliche Art, die Jesus gelehrt hat? Wenn man also in der Vergangenheit nicht das komplette Programm der Wachturmgesellschaft freudestrahlend mitgemacht hat, galt man schnell als Randschwimmer. Dazu gehörte zum Beispiel das wöchentliche Wachturmleseprogramm, also die Hauptzeitschrift der Zeugen Jehovas, die Vorbereitung auf die Versammlungen, der Besuch der Versammlungen selbst, natürlich pünktlich, das Bibelleseprogramm, ebenfalls wöchentlich, die Teilnahme an der Predigtdienstschule inklusive Vorträge und einschließlich der Ausarbeitung biblischer Themen und deren Vortrag in der Versammlung, was oft mehrere Stunden Vorbereitungszeit bedeutete, das regelmäßige Melden und Mitbeteiligen, ständige Aktivität zeigen, andere motivieren, auch wenn dein eigenes Leben brennt. Und natürlich immer lächeln. Und dann noch das WTG-Broadcast-Programm, das man sich vorab und regelmäßig anschauen sollte. Und
Mindestens 1 bis 2 Mal pro Woche im Predigtdienst stehen. Der monatliche Stundenschnitt 8 bis 9 Stunden. Und wenn dann noch dein Gruppenleiter mit dir und deinen Stunden zufrieden war, dann durftest du dich zur Mitte zählen. Das Wachturmprogramm ist ein Dauerbeschäftigungsprogramm. Eine innere Checkliste, die dich ständig in Bewegung hält, die dich rennen lässt, die dein Gewissen fragt: Hast du wirklich dein Bestes für Jehova gegeben? Aber was ist, wenn du einfach nur ein ganz normaler Mensch bist? Oder sogar Probleme hast? Oder alt und krank bist? Oder eine berufstätige Mutter mit 2 kleinen Kindern? Dann kann es schnell eng werden. Und es kann sein, dass du über die Jahre ganz allmählich zum Randschwimmer wirst. So war es bei mir. Aber ich habe viele Brüder und Schwestern gesehen, denen es genauso erging. Brüder ohne Stimme, ohne Raum, ohne Stimmrecht. Darum weiß ich, meine Geschichte ist kein Einzelfall. Gott, der Herr des Universums, ist mein Zeuge. 2016 war mein Startpunkt. Ich, Maya, alleinerziehende Mutter und Zeugin Jehovas. Frisch getauft, motiviert im Predigtdienst, voller Eifer, Jehova zu gefallen. Es waren Jahre voller Pflichterfüllung, religiösem Druck und Ausgrenzung. Meine Ehe scheiterte offiziell wegen Untreue meines Ex-Mannes, übrigens der einzige anerkannte Scheidungsgrund, neben dem Tod. Doch die vermeintliche Unterstützung innerhalb der Gemeinde entpuppte sich schnell als trügerisch. Die Frau des Koordinators sah eine Chance für eigene Pluspunkte und begann, mit meinen Kindern zu studieren. Währenddessen konnte ich endlich einige wichtige Dinge erledigen. Doch sie wollte mich kontrollieren. Sie erschien unangekündigt bei mir zu Hause, nur um mich auszuspionieren. Ihre angebliche Liebe zeigte ihre Grenzen, als sie uns von ihrer großen jährlichen Party erzählte, nur um klarzustellen, dass wir nicht eingeladen waren. Als ich einmal dringend Zuflucht brauchte, sagte sie kurzfristig ab. Sie ließ mich verzweifelt zurück, allein mit meinen kleinen Kindern. Die Härte des Ganzen erreichte ihren Höhepunkt, als ich die Versammlung wechselte. Ein Brief folgte mir, geschrieben vom Koordinator, der nie wirklich mit mir gesprochen hatte. Ein Koordinator ist der inoffizielle Chef einer Ältestenschaft. Offiziell soll es keine Rangordnung geben. Alle Ältesten gelten als gleichgestellt. Doch in der Praxis hat der Koordinator oft ein deutliches Übergewicht an Einfluss. Diese Position bringt Autorität und Nimbus, ein unausgesprochenes Mehr an Stimme in der Versammlung. Zurück zum Brief, dem Schreiben, das mitgeschickt wird, wenn man die Versammlung wechselt. Ein unscheinbares Dokument. Doch was darin steht, kann über deinen Ruf, deine Stellung und dein Ankommen in der neuen Versammlung entscheiden. Dieser Brief war so beschämend, dass die neuen Ältesten ihn nicht einmal komplett vorlesen wollten. Als alleinerziehende Mutter gehörst du nirgendwo dazu. Du bist nicht Single genug, nicht verheiratet genug, nicht wohlhabend genug. Ich wurde von Aktivitäten ausgeschlossen, vergessen oder einfach übersehen. Der Schmerz der sozialen Isolation war lähmend. Dann lernte ich ihn kennen, einen Dienstamtgehilfen, bereit, mich und meine Kinder aufzunehmen. Wir zogen um, Patchwork-Familie. Schwer genug, doch unter den prüfenden Blicken der Gemeinde wurde es zur Meisterleistung. Meine Hoffnung auf Akzeptanz wurde schnell enttäuscht. Der Kreisaufseher prophezeite meinem Verlobten aus Bayern den Niedergang seines Glaubens und ein Absinken seiner Predigtdienststunden, obwohl er mich nie persönlich kennengelernt hatte. Sein Rat lautete sinngemäß: Gib dich jetzt ganz Jehova hin und heirate nicht. Und anschließend sagte er drohend: Wenn du jetzt heiratest, war's das. Mein Verlobter entschied sich dennoch, mich zu heiraten. Ein Tag später wurde mein Verlobter seines Amtes enthoben, als wäre ich ein Hindernis auf dem Weg zu Gott. Zur Information, mein heutiger Ehemann war zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre allein, führte ein ehrliches, sauberes Leben, hatte in seiner ersten Ehe selbst tiefe Verletzung erlebt. Er wurde betrogen. Genau das verband uns. Nicht Rebellion, nicht Leichtsinn, sondern gemeinsame Geschichte, Ehrlichkeit, Heilung. Andere Schwestern zogen sich verbittert zurück,
redeten schlecht hinter meinem Rücken, verweigerten den Predigtdienst mit mir, sagten Sätze wie: Ich gehe nur mit meiner Gruppe. Die neue Versammlung empfing uns nicht mit offenen Armen. Es gab heimliches Gerede. Eine Schwester sagte, unsere Ehe würde keine 12 Monate halten. Ein befreundetes Ehepaar sagte kurzfristig von der Hochzeit ab. Die Feindseligkeiten nahmen zu. Als ich wissen wollte, ob der verletzende Brief der Grund für all das war, bekam ich nur ausweichende Antworten. Warum diese Ablehnung? Wo war die christliche Liebe? Die Einsamkeit und die Zurückweisung zermürbten mich. Egal, wie sehr ich mich bemühte, ich stieß überall auf verschlossene Türen. Ich fühlte mich wie ein Geist in meiner eigenen Gemeinschaft. Sichtbar, aber unerwünscht. Doch ich wollte unbedingt an Jehova festhalten, komme, was wolle. Also hielt ich jede Verletzung, jede Demütigung, jedes Mobbing aus. Verhält sich so Gottes Volk? Was soll ich tun? In diesem Moment, als mein Herz kaum noch Hoffnung fasste, kam Helen. Zärtlich, weich, mit leiser Dankbarkeit. Helen war meine Rettung, mein Anker. Obwohl sie 30 Jahre älter war, verstanden wir uns sofort. Sie sah, was ich erlebte, sie bestätigte meine Wahrnehmung, sie gab mir Halt. Sie sprach wie durch ein Lächeln. Mit ihr konnte ich über alles reden, ohne verurteilt zu werden. Ihre Freundschaft war bedingungslos und fühlte sich echt an. Und doch, trotz Helens Freundschaft, blieben die Wunden der Ausgrenzung tief. Warum wurde ich so abgelehnt? War das wirklich Gottes Gemeinschaft, der ich vertrauen konnte? Die Bibel und die Zeugen Jehovas, ein Spalt zwischen dem, was gepredigt wurde, und dem, was gelebt wurde. In 1. Samuel 16,7 steht: Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz. Gott kennt meine Kämpfe. Er sieht mich, selbst wenn andere mich ausschließen. Doch was nützt das Wissen darum, wenn die Realität so schmerzlich bleibt? Jesus sagte, ladet die Armen, die Lahmen, die Blinden ein. Doch die Realität in meiner Versammlung war ein Riss zwischen Wort und Wirklichkeit. Die Wahrheit bei den Zeugen Jehovas ist wie eine Pusteblume. Sie wirkt klar, doch sie löst sich auf, sobald du näher kommst. In einer Welt voller Schauspieler sind echte Menschen oft die Verlierer. Diese Versammlung trägt Verantwortung für das Leid, das sie verursacht. Du bist doch selbst schuld, sagen sie. Aber wer hat dir all das vorher verschwiegen? Wer hat dir diese Welt mit Hochglanzbroschüren verkauft und dann die Tür zugeschlagen, als du drin warst? Sie reden von freiem Willen, doch was, wenn du von Anfang an belogen wurdest? Ist das, was ich erlebt habe, das Verhalten echter Christen? War Jesus oder Hiob schwach, weil sie litten? Natürlich nicht. Warum glauben dann viele Zeugen Jehovas, wer leidet, hätte einen schwachen Glauben? Ich frage dich direkt, könntest du in einer solchen Versammlung bleiben, wenn du merkst, dass Liebe nur Fassade ist? Ich lasse dich mit dieser offenen Frage zurück, denn diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sie hat gerade erst begonnen.